Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video geht es heute um meine große Wanderorchidee. Ihr seht, ich bin schwer verletzt. Mein Daumen ist durch eine Glasscherbe radikal zerfetzt worden. Deswegen brauche ich jetzt hier Sicherheitshandschuhe. Gleich für die andere Hand auch, dass die sauber bleibt. In diesem Video geht es, wie gesagt, um meine Wanderorchidee und ihr seht, die hat wahnsinnig viele Wurzeln. Und jetzt zum Frühjahr hin wird es natürlich interessant, einfach mal reinzuschauen, wie sauber das Ganze ist. Auf den ersten Blick stellt man nämlich fest, da sollte man auf jeden Fall die Schale reinigen. Und deswegen mache ich das jetzt mal hier auf, das Orchitop. Und ihr seht schon, was hier für ein Algensiff, hätte ich jetzt fast gesagt, aber dem ist auch so, also richtig schön viel Algen. Jetzt heißt es zwar, dass Colomi Algen verhindert, aber das ist ja bei dem Orchitop so, dass das dass das Colomi praktisch über dem direkten Boden des Untersetzers ist. Das heißt, wenn Kleinteile, irgendwelche tote Insekten, Staub hier reinkommen, dann sind das Nährstoffe für die Algen. Das hat dann nichts mit dem Colomi zu tun, sondern einfach mit dem Eintrag aus der Luft in das Gefäß. Oder wenn ihr jetzt in der Wohnung zum Beispiel auch Trauermücken habt oder ähnliches, dann fliegen die hier rein. Das heißt, dieser Untersetzer gehört auf jeden Fall gereinigt. Gereinigt gehört dann in diesem Fall natürlich auch das Orchitop hier von unten. Und bei der Gelegenheit kann man dann gleich schauen, wie denn die Wurzeln aussehen. Die Schale packe ich jetzt einfach hier in die nächste Kiste hier mit rein und dann können wir einfach mal schauen, ob wir die Wanda hier überhaupt herausbekommen, um zu schauen, wie es denn um die Wurzeln gestellt ist. Vermutlich im Vergleich zu der anderen Pflanze, die wir kürzlich ja gemacht haben, die Isochilus, wird es hier leichter sein, denn Wanda-Wurzeln sind nicht ganz so eng miteinander zusammen, wie das jetzt bei dem Wurzelballen der Isochilus war. So, jetzt holen wir das alles raus. Wir sehen hier, das gehört auf jeden Fall gereinigt. Dann ist das insgesamt dann auch besser. Das werde ich dann auch direkt machen. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal die Wurzeln hier an. Und wir sehen, es schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das, was jetzt hier unten auch für Algenwuchs gesorgt hat, sind hier auch die alten abgestorbenen Wurzeln. Das ist klar, die vergammeln mit der Zeit, aber wir sehen auch hier wunderschöne viele Wurzeln. Und was wir jetzt auch gleich feststellen können und was dann auch der Vorteil für diese Pflanze ist, wenn wir alles gereinigt haben und dann unten den alten Strunk entfernt haben, sitzt die Pflanze auch wieder schön sauber, ordentlich und mit allen frischen Wurzeln im Colomi und kann sich dann noch besser ernähren. Aktuell konnte ich bisher noch keinen Blütentrieb feststellen. Ihr habt aber die Blüte schon letztes Jahr gesehen. Habe ich euch gezeigt, wunderschöne, große, kräftig gefärbte Blüten. Und dann wird es auch auf jeden Fall hier der Fall sein, wenn wir das alles richtig schön gerichtet haben. Und darum haben wir die Pflanze jetzt einfach hier mal rausgezogen und schauen uns dann gleich an, wie wir sie reinigen können. Was wir aber auch hier sehen können, sind hier diese langen, auch vitalen Wurzeln, wo das Colomi sich hier so richtig schön angehaftet hat. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Hier vor allem bei dieser Wurzel kann man das wunderschön sehen. Schöne, kräftige, gesunde Wurzelspitze und dann richtig fest am Colomi festgesaugt. So muss das sein und ihr seht, Vandeen wachsen richtig gut in Colomi. Jetzt werde ich einfach mal den Untersetzer reinigen und dann machen wir die Wurzeln hier weg und dann pflanzen wir wieder alles schön sauber ein und dann dürfte es vielleicht ein Vierteljahr dauern, bis dann der Blütentrieb kommt, eventuell sogar schneller. Ihr seht momentan wieder reines T-Shirt-Wetter, man kann draußen in der Sonne sitzen und dann freuen wir uns auf die Blüte. Also jetzt reinige ich die Schale und dann geht es direkt weiter. So, da bin ich wieder. Das Orchitop ist gereinigt. So schaut es gleich viel besser wieder aus, ja, ohne Algen. So muss das auch sein. Dann habe ich noch Colomi, das ich von anderen Orchideen übrig hatte und gereinigt habe, hier schon einmal mitgebracht. Dieses Colomi hier werde ich separat reinigen. Einfach, ich habe es euch im letzten Video gezeigt, in einen
Wasser mit Eimer geben, durchwaschen, durchspülen, bis das Wasser sauber ist. Und dann ist das Kolomi im Prinzip auch schon in Ordnung. Kann man auch in ein entsprechendes Sieb nehmen, wo das Kolomi nicht hindurch fällt, aber praktisch die kleinen Schmutzbestandteile praktisch durchgespült werden können. Und was wir jetzt machen, ist zum einen hier dieses vertrocknete, die alten vertrockneten Blätter weg. Die braucht man nicht. Das ist dann auch wieder bloß etwas, was abfällt und dafür sorgt, dass sich da irgendwelche Keime ansiedeln, wie die Algen. Dann natürlich erstmal wieder Handschuhe anziehen, damit das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dann sehen wir hier unten ist ein alter brauner, schwarzer Strunk. Der kann weg. Am besten mit einer kräftigen Gartenschere weg. Dann seht ihr hier, der Strunk ist schon braun und trocken und nicht mehr sinnvoll, dass der überhaupt da noch vorhanden ist, weil das einfach nur für Fäulnis sorgen kann. Alle Wurzeln, die hier krank, schwarz und ansatzweise verfault sind, entfernt man. So das Übliche, was man macht, wenn man Orchideen umtopft. Dann muss man entscheiden, wenn man hier eine Wurzel hat, die einigermaßen noch gesund ist, aber demnächst kaputt gehen sollte, die kann man dann auch getrost entfernen. Vor allem, wenn man eine Pflanze hat wie die hier, die so viele gesunde Wurzeln hat. Hier ist zwar einiges gesund, aber hier diese Spitze, die kann man wegmachen. Dann geht man hier hin, entfernt das. Da, wo das Kolomi an der Wurzel haftet, sieht man ja auch, sind noch grüne, gesunde Wurzeln. Das belässt man natürlich. Ziel sollte immer sein, so viele Wurzeln wie möglich erhalten und so wenig wie möglich entfernen. Das, was natürlich krank ist, macht man weg. Und dann war es das im Großen und Ganzen schon. Ich sehe jetzt keine, vielleicht die hier noch. Diese eine, die kann man entfernen. Die andere schaut noch gut aus. Vielleicht die hier noch als allerletzte, auch wenn die jetzt noch ein bisschen grün ausgesehen hat. Und dann nehme ich die einfach und drehe das Ganze wieder so in das Orchitop hinein. Das für Kolomi typisch. Im unteren Bereich natürlich wieder Wurzeln sind. Das geht besser, wenn die Wurzeln feucht sind oder nass sind. Das heißt, die Wurzeln kann man vorher in lauwarmes Wasser einlegen. Die hier schaut nicht mehr so gut aus. Vielleicht machen wir die auch noch weg. Die Pflanze hat ja genug Wurzeln. Und dann schauen wir, dass wir so viele Wurzeln wie möglich in das Orchitop hineinbekommen. Sollte gar kein Problem sein, weil es ist ja ein großes Orchitop. Was auch der Vorteil ist, wenn die Wurzeln flexibler sind, kann man sie auch besser hineinbiegen. Und dann bleiben auch weniger Wurzeln draußen. Aber selbst das wäre nicht so schlimm. Aber wenn wir jetzt schon am Topfen sind und die Pflanze macht ja viele neue Wurzeln, ihr habt ja gesehen, da waren einige Wurzelspitzen, kann man jetzt hier natürlich getrost alles in das Orchitop hinein quetschen, formen, arbeiten, wie es geht. Nach Möglichkeit ein Blatt nicht mit hineinarbeiten. Das ist dann nicht ganz so gut. Und dann ist das eigentlich schon sehr gut drin. Das heißt richtig überall, die Wurzeln stehen überall rum. Wenn jetzt hier eine raussteht, ist gar nicht so schlimm. Die wachsen früher oder später sowieso wieder raus. Und dann füllt man das Ganze einfach wieder mit Kolomi auf. Und dann würde ich sagen, ist das alles super. Ich kann vielleicht noch hier und da ein bisschen nachkorrigieren. Und dann passt das. Jetzt überlege ich, nehme ich das Kolomi. Ja, nehme ich einfach. Ja, super. Und dann von der anderen Seite haben wir das wenigstens schön bunt, grün und rot, passt sehr gut zusammen. Jetzt auf jeden Fall eingepflanzt, dann kann man auch das Ganze von dem alten Gefäß einfach mal rausnehmen und mit den Händen verteilen. Leise rieselt das Kolomi. So.
damit das Ganze auch noch mal fester ist und auch überall jede Lücke gefüllt ist, habe ich hier ja auch noch Colomi. Davor war es ja auch super bunt. Und ihr seht, also ich habe bei den Vandeen, bei dieser zumindest, die Mischung gehabt, feines und grobes Colomi. Es geht auch mit feinem Colomi. Meine anderen Vandeen stehen in feinem Colomi. Das heißt, da ist nicht einmal so wichtig, das grobe Colomi zu nehmen. Und dann war es das auch schon. Dann ist hier das Orchitop sauber. Die Pflanze ist auch wieder sauber eingepflanzt. Die alten kranken Wurzeln sind entfernt worden. Und jetzt ist die Pflanze praktisch wieder bereit, um an ihr Orchideenfenster zu kommen. Und viele hatten mich gefragt, wo stehen meine Orchideen? Die stehen ganz einfach am Südfenster, ohne dass ich sie täglich besprühe. Das Wasser, was sie aus dem Orchitop nehmen, ist voll und ganz ausreichend. Ja, das war jetzt das neueste Video rund um das Thema Vandeen. Ich freue mich, sobald die dann am Blühen ist. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.